Hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Diese viel verbreitete, humorige Warnung an deutsche Auswanderer vor ihren Volksgenossen im Ausland ist natürlich nicht sehr ernst zu nehmen. Oder ist vielleicht doch was dran? Jedenfalls hatte ich bei einem Event vor einigen Wochen in London mal danach gefragt, wer im Ausland schon zu Schaden gekommen ist. Und erschreckenderweise hatten eine Vielzahl der sich Meldenden dann gesagt, dass andere Deutsche es waren, die sie im Ausland übers Ohr gehauen haben. Woran das liegt und wie man sich davor schützen kann, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Tatsächlich gibt es im Internet viele Stories von Deutschen, die andere Deutsche betrogen haben im Ausland. Da ist die Rede von Grundstücken, die verkauft worden sind, von Immobilien, an denen der Verkäufer eigentlich gar kein Recht hatte, die er hätte gar nicht verkaufen dürfen. Da spricht man zum Beispiel von Geldern, die hier von gutgläubigen Auswanderern einem anderen deutschen Auswanderer anvertraut wurden, während man wieder zurück nach Deutschland muss. Und dann kommt man zurück und das ganze Geld ist weg und so weiter und so fort. Ein Mandant von uns hat uns eine Geschichte erzählt, wonach er in Südamerika einmal in eine Farm investiert hat und das Ganze hat sich als kompletter Lug und Trug herausgestellt. Auch hier ein Deutscher war der Initiator, Schaden mehrere 100.000 Euro. Bis heute hat er das Geld nicht wieder. Nun, zunächst muss ich sagen, auch wenn es hier etliche Geschichten im Internet zu solchen und ähnlichen Stories gibt, es sind natürlich wahnsinnig viele Deutsche im Ausland, Millionen, aber im Verhältnis zu den vielen Millionen Deutschen, die im Ausland sind, handelt es sich natürlich hier um Einzelfälle, so erschreckend diese auch sein mögen. Und dennoch ist natürlich ein wahrer Kern an diesen Geschichten und es sind am Ende vermutlich sehr viel mehr Deutsche im Ausland betroffen, wenn sie auch dann nicht so ganz extrem und brutal abgezockt werden, wie in den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Woran mag das liegen? Nun, zunächst mal muss man natürlich sagen, dass es hier Sprachprobleme im Ausland vielfach gibt. Wir haben von Südamerika gesprochen. Dort ist natürlich vielfach Spanisch die dominierende Sprache. Wenn ich diese Sprache nicht spreche und mich nur mit Deutsch verständigen kann, auch kein wirkliches Englisch kann, dann gerate ich automatisch an Deutsche. Und dann gibt es dann natürlich deutsche Kriminelle, die es spezifisch dann auf gutgläubige Einwanderer abgesehen haben, die sich noch nicht so richtig in dem Land zurechtfinden können. Es scheint mir auch so zu sein, dass wir Deutschen letztlich eine Mentalität haben, die wir immer an anderen Ausländern in Deutschland kritisieren. Wir sagen ja oft über andere Ausländer in Deutschland, dass sie sich isolieren, dass sie sich nicht integrieren wollen. Aber im Ausland machen wir vielfach genau das Gleiche. Wir suchen deutsche Communities, wir wollen in einer Nachbarschaft leben, wo es möglichst viele Deutsche gibt. Wir suchen deutsche Stammtische auf, wir gehen zu einer deutschen Bäckerei und so weiter und so fort. Genau das werfen wir ja immer Ausländern in Deutschland vor. Und dann verhalten wir uns im Ausland genauso. Das ist natürlich ein Nährboden, auf dem solche Straftaten dann auch wachsen und wo sich natürlich dann Kriminelle hier leicht ihre Opfer heraussuchen können. Ich persönlich lebe ja seit mehr als 20 Jahren im Ausland und ich habe immer diese Expat-Szene ein bisschen gemieden. Ich meine, ich habe natürlich durch meinen Beruf sowieso mit sehr vielen Deutschen im Ausland zu tun. Du kannst also sagen hier, ich verlerne die deutsche Sprache sicherlich nicht so schnell, weil ich praktisch täglich mit anderen Deutschen spreche. Ich habe natürlich also hier diese Connection zu anderen Deutschen, zu anderen deutschsprachigen Mandanten. Aber in dem Land, in dem ich lebte, zum Beispiel in UK oder in den USA, habe ich eigentlich die Expat-Szene immer gemieden, denn sie war mir etwas suspekt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, mich hier wöchentlich mit anderen Deutschen zu treffen und dann stundenlang hier über die deutsche Politik dann hier abzulästern. Wenn ich im Ausland bin und dann schon so weit weg bin von Deutschland, dann ist mir eigentlich die deutsche Politik relativ egal. Aus beruflichen Gründen lese ich vielleicht dann darüber und informiere mich selbstverständlich. Aber dann noch in meiner Freizeit hier mit anderen Deutschen mir das Maul darüber zu zerreden, was jetzt in Deutschland passiert und wie schlimm dort alles ist, darauf habe ich persönlich ehrlich gesagt
keine Lust. Ich halte es auch völlig falsch, dass viele Deutsche immer meinen, sie müssten ihre Kinder in die deutsche Schule schicken. Ich habe das nie gemacht. Warum auch? Das deutsche Bildungssystem ist nicht besonders gut. Warum würdest du also deine Kinder in eine deutsche Schule stecken wollen? Lass sie richtig Englisch lernen, schick sie auf eine internationale Schule. Das wird ihrer Ausbildung, ihrer Karriere sehr viel besser tun, als in so einer komischen deutschen Schule dort festzustecken und aus dem deutschen System nicht herauszukommen. Ich gehe ins Ausland, weil ich ins Ausland will, weil ich ausländische Erfahrungen erleben will, weil ich ein Leben im Ausland will und diese Eindrücke, das Essen, die Kultur hier schätze und das in mich aufnehmen möchte und nicht letztlich die deutsche Kultur im Ausland suche. Natürlich, auch ich finde es spaßig und lustig, mit Amerikanern, mit Engländern in einen deutschen Bierkeller zu gehen in London oder in Austin oder in Miami. Da haben wir viel Spaß, trinken Bier aus Maßkrügen. Aber das machen wir eben 3-4 Mal im Jahr und dann ist auch gut. Ja, das brauche ich jetzt nicht laufend. Hinzu kommt meiner Erfahrung nach, dass dann eben viele in dieser Expat-Szene auch die ewig Gestrigen sind. Das geht so weit, dass manche dann auch noch hier meinen, sie müssten den Führergeburtstag feiern. Und das ist natürlich für mich absolut gaga. Das würde ich nie unterstützen, nie wollen und auch für meine Familie, für meine Kinder nicht wollen. Im Gegenteil, es wäre mir sogar peinlich. Meine Partnerin ist Britin. Würde ich mit ihr zu einer Runde gehen, wo solches Gedankengut hier gefördert wird, ich müsste mich schämen, ganz ehrlich. Hier sind daher meine Tipps, wie du dich vor Deutschen im Ausland schützen kannst. Zumindest jenen, die kriminelle Absichten haben. Wie gesagt, die meisten Deutschen, die ich im Ausland kennengelernt habe, sind absolut wunderbar, freundlich, hilfsbereit und ganz ausgezeichnete Menschen, mit denen du gerne Zeit verbringen möchtest. Aber eben der beste Weg letztlich, sich vor solchen Menschen zu schützen, ist, dass man sich integriert in dem Land, in das man umzieht, dass man hier Anschluss sucht an eine lokale Community. Also wie kannst du das machen? Wie kannst du hier Anschluss finden an eine lokale Community, wenn du aus Deutschland kommst und in deinem neuen Wohnsitzland niemanden kennst? Nun, von einem Weg hatte ich schon gesprochen. Wenn du Kinder hast, dann ist einer der einfachsten Wege, Anschluss zu finden, über die Schule der Kinder. Dort wirst du andere Eltern treffen, die Eltern der Klassenkameraden deiner Kinder. Und hier ist es einfach bei sozialen Events, Elternabende, Elternstammtische oder auch Geburtstagspartys, andere Eltern kennenzulernen. Das geht ganz natürlich und meiner Meinung nach problemlos, wenn man sich ganz normal hier für andere interessiert und sich vor dem Neuen nicht verschließt. Das eine oder andere kannst du auch schon von zu Hause vorbereiten. Ich zum Beispiel hatte durch mein Elternhaus eine katholische Prägung. Das heißt, es war für mich relativ einfach im Ausland, dort wo ich hingezogen bin, Anschluss an eine katholische Kirchengemeinde zu finden. Und dort gibt es ja dann auch wieder das volle Spektrum, Aktivitäten für Männer, Frauen, Kinder, gemeinsame Aktivitäten, Gruppen und so weiter und so fort. Auch hier ein einfacher Weg, Anschluss zu finden. Ein weiterer Weg ist Sport. Meine Kinder zum Beispiel haben früher sehr viel Capoeira gemacht. Als wir umgezogen sind, sind wir einfach von der einen Capoeira-Gruppe in die andere Capoeira-Gruppe gewechselt. Auch hier wieder ein breiter Querschnitt an Menschen durch die ganze Gesellschaft hindurch, die ihre Kinder zu solchen Sportarten geben. Das andere gilt natürlich auch für Fußball, Handball, Tennis und so weiter und so fort. Ein weiterer Weg kann dein Beruf sein. Es gibt ja zum Beispiel vielfach, gerade wenn ich jetzt an Start-ups denke, in vielen großen Städten Start-up-Stammtische, wo man sich hier als Unternehmer mit Gleichgesinnten treffen kann, die auch dabei sind, ein Unternehmen zu gründen. Und der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, ist letztlich die Nachbarschaft, in die du umziehst. Wenn du hier gut wählst und in eine Nachbarschaft umziehst, in der es andere Gleichgesinnte gibt, zum Beispiel wenn du eine Familie hast, dass du in eine Gegend umziehst mit anderen Familien, dann wird sich hier automatisch in deiner Nachbarschaft ein Anschluss ergeben, der ganz natürlich ist und hier die Mitglieder deiner Familie mit einbezieht. Und dann wirst du sehen, dann bist du relativ schnell connected mit Einheimischen und du wirst das Leben ganz intensiv in deiner neuen Heimat erfahren, denn du verbringst Zeit mit denen, die ja letztlich
deine neue Heimat im Ausland ausmachen. Und meiner Erfahrung nach machst du hier ganz hervorragende, wunderbare Erfahrungen mit anderen Menschen, gewinnst neue Freunde hinzu und dann werden wirklich an jedem neuen Tag hier deine Horizonte erweitert und du lernst wirklich etwas dazu im besten Sinne des Wortes. Dann wirst du das Leben in deiner neuen Heimat sozusagen von den Einheimischen erlernen und nicht secondhand, wie man so schön sagt, durch andere Deutsche, was so die Regeln sind, die man kennen muss, wie die Dinge funktionieren, wie man zum Beispiel eine Immobilie kauft. Gleichzeitig können dir deine neuen einheimischen Bekannten auch vertrauenswürdige Dienstleister, Banker, Rechtsanwälte und so weiter empfehlen, sodass du dann nicht hier auf andere Deutsche angewiesen bist. Und natürlich, dann kannst du auch mit anderen Deutschen hier intensiven Kontakt pflegen und dich mit ihnen gemeinsam an der neuen Heimat erfreuen. Wenn du mit den gleichen Leuten zusammen sein willst, mit denen du dein ganzes Leben verbracht hast, dann kannst du auch gleich ja in Deutschland bleiben und musst gar nicht erst auswandern. Wenn es so schwer ist, dich von dieser Mentalität zu trennen, wenn du so sehr das Deutsche brauchst in deinem Leben oder so wenig in der Lage bist, hier eine neue Sprache zu lernen, dann müsste man dir vielleicht vom Auswandern abraten. Aber wie gesagt, das wird hier für die wenigsten der Fall sein. Ich kann verstehen, es ist ein Sprung ins kalte Wasser, gerade wenn man ein bisschen älter ist. Dann ist man nicht mehr so ganz flexibel, dann ist man vielleicht festgefahren ein bisschen, aber dann ist es gerade eine sehr hilfreiche Erfahrung, wenn man sich sozusagen zwingt, sich nochmal zu öffnen, nochmal hier neu zu lernen, nochmal neu von vorne zu beginnen. Das erhält die geistige Flexibilität im Alter, die ja heutzutage für uns alle so wichtig ist, wenn wir agil bleiben wollen, bis ins hohe Alter. Meiner Erfahrung nach sind die Auswanderer am glücklichsten, die sich darauf eingelassen haben, auf das neue Land, auf die neue Kultur, auf die Menschen, auf das so ganz andere. Jene, die dazu Ja gesagt haben, die das angenommen haben in ihrem Leben und natürlich auch dann sich zu eigen gemacht haben, das sind die, die am glücklichsten sind im Ausland. Für die ist der Auslandsaufenthalt eine bereichernde Erfahrung, etwas ganz Neues, das sie so im Leben noch nicht erlebt haben. In diesem Sinne, wenn das Leben im Ausland auch für dich eine Option ist und du über das Auswandern nachdenkst und dazu steuerliche, rechtliche und organisatorische Fragen hast, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, Vermögen aufzubauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.